Willkommen zu meinem Video über das selbstständige Sprachenlernen für Leute mit wenig Zeit. Ich weiß genau, wie es ist, wenn der Alltag hektisch ist und man kaum Zeit für sich selbst hat. Aber keine Sorge, ich habe 5 Tipps für dich, wie du trotzdem Sprachen lernen kannst. Das ist mein erstes Video in diesem Kanal, also ein bisschen Hintergrund von mir. Ich bin Esteban, Franzose, Argentinier, bin in Argentinien aufgewachsen und bin dann für mein Studium nach Frankreich gezogen. Und jetzt lebe und arbeite ich seit 2 Jahren in Deutschland. Ich liebe es, Sprachen zu lernen. Ich kann relativ gut zwischen 5 und 7 Sprachen sprechen, je nachdem wie hoch wir die Latte setzen. Im Laufe meines Lebens habe ich auch noch ein paar andere Sprachen gelernt. Aber mal ehrlich, ich mache das nur als Hobby, um mit Leuten zu interagieren und das Leben interessanter zu machen. Ich bin kein Sprachwissenschaftler und wie du wahrscheinlich auch, habe ich im Alltag jede Menge andere Sachen zu tun. Ich bin Softwareentwickler, also verbringe ich die meiste Zeit damit. Was ich hier erzähle, beruht einfach auf meine Erfahrungen, aber ich bin sicher, dass es für dich auch nützlich sein kann, wenn du eine Sprache lernst. Also schnall dich an und lass uns losgehen. Tipp Nummer 1, eine Routine aufbauen. In einer idealen Welt hatten wir viel Freizeit, in der wir nichts anderes zu tun hatten, als am Schreibtisch zu sitzen und langweilige Grammatikübungen zu machen. Und vielleicht würden Einhörner in den blauen Himmel fliegen und alles wäre glücklich und schön. Aber hey, wir leben in der Realität, sind busy people und müssen das Beste aus unserer begrenzten Zeit machen, oder? Also, warum nicht wenigstens diese kleine Zeitspanne nutzen, um Sprachen zu lernen? Eine großartige Möglichkeit, eine Routine aufzubauen, besteht darin, das Sprachenlernen in deinen Alltag zu integrieren. Stell dir vor, du bist unterwegs im Auto, in der U-Bahn oder beim Workout. Anstatt deine Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen, könntest du Podcasts oder Hörbücher in deiner Zielsprache hören. Das ist praktisch und erfordert keine zusätzliche Zeitinvestition. Du wirst überrascht sein, wie viel du nebenbei lernen kannst. Indem du solche Gelegenheiten nutzt, integrierst du das Sprachenlernen ganz natürlich in deinen Tagesablauf. Mit der Zeit wird es zur Gewohnheit und es fühlt sich immer natürlicher an. Du wirst feststellen, wie sich deine Sprachkenntnisse allmählich verbessern, während du deine täglichen Aktivitäten erledigst. Also schnapp dir deine Kopfhörer und lass die Sprache in deinem Alltag lebendig werden. Tipp Nummer 2, kurze Pausen nutzen. Du hast zwar wenig Zeit, aber ich bin sicher, dass du zwischendurch immer wieder kurze Pausen hast, oder? Diese kleinen Atempausen sind Gold wert. Manchmal müssen wir eben jonglieren und uns gleichzeitig mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Dabei ergeben sie sich oft Lücken, die wir sinnvoll nutzen können. Anstatt diese Zeit mit sinnlosem Scrollen auf Social Media zu verschwenden, aus dem Fenster zu starren oder den vorbeilaufenden Hund anzustarren oder was auch immer uns sonst ablenkt, könnten wir sie wunderbar für das Sprachenlernen nutzen. Wie wäre es, wenn du eine Sprachlern-App wie Duolingo auf deinem Handy installiert, falls du es noch nicht getan hast? In dieser kurzen Pause könntest du dann ein paar Vokabeln lernen oder Mini-Lektionen absolvieren. Du wirst erstaunt sein, wie viel du in nur wenigen Minuten erreichen kannst. Diese verlorenen Minuten verwendest du dann somit in effektive Lernzeit. Tipp Nummer 3, Alltagssituationen nutzen. Stell dir vor, du gehst jeden Tag zur Arbeit, erledigst deine Einkäufe oder triffst dich mit Freunden, richtig? Perfekt! Du kannst diese Alltagssituationen nutzen, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Es ist ganz einfach, wenn du zum Beispiel in den Supermarkt gehst, versuch doch mal alles auf deine Einkaufsliste auf Französisch oder Deutsch zu lesen oder zu verstehen. Das kann eine gute Übung sein. Oder während der Kaffeepause kannst du einfache Gespräche mit deinen Kollegen auf Spanisch führen. Das ist eine wirklich tolle Möglichkeit, deine Sprachkenntnisse direkt anzuwenden. Indem du Sprachen in deinem täglichen Ablauf aufbaust, wirst du viel schneller Fortschritte machen. Es wird ganz natürlich und spielerisch. Hier ist es wirklich wichtig, es so lange zu tun, wie es sich zumindest erträglich und lohnend anfühlt. Ich mache keinen Sinn, es zu übertrieben, nur um schnell frustriert zu werden und danach aufzugeben. Konzentriere dich auf die Tatsache, dass die Leute
all diese Worte in ihrem normalen Leben verwenden und es keinen Grund für dich gibt, es nicht auszutun. Tipp Nummer 4. Lerngruppe gründen. Ey, du bist nicht allein. Es gibt sicherlich andere Leute mit wenig Zeit, die ebenfalls Sprachen lernen möchten. Warum gründest du nicht deine eigene Lerngruppe? Trefft euch regelmäßig, vielleicht einmal pro Woche, um gemeinsam zu lernen und zu üben. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren und unterstützen. Und das Beste daran ist, dass ihr eure Lernzeit effektiver nutzen könnt, indem ihr euch auf bestimmte Themen oder Übungen konzentriert. Wenn du die Sprache, die du lernst, schon ziemlich gut beherrschst, würde ich dir vorschlagen, so viel Gespräch wie möglich in der Zielsprache zu führen, auch wenn es sich manchmal etwas umständlich und eingeschränkt anfühlt. Stell dir vor, du wirst ein Kind und spiel einfach in den Worten, die du bisher gelernt hast. Experimentiere und hab Spaß dabei. Tipp Nummer 5. Spaß haben. Zuletzt, aber definitiv nicht unwichtig, vergiss nicht, Spaß beim Sprachenlernen zu haben. Du könntest genauso gut die Entscheidung treffen, es nicht zu lernen, aber du bist hier, weil du es wirklich lernen willst. Also, warum nicht einfach Spaß dabei haben? Wenn du Spaß hast, wirst du viel motivierter sein und schneller lernen. Schau dir zum Beispiel Filme oder Serien in deiner Zielsprache an. Lies interessante Bücher oder spiel einfach Sprachlernspiele. Mach einfach ein paar Witze und verwandle deine Frustration beim Sprachlernen in einen lustigen Witz. Denk darüber nach, welche Worte für dich lustig klingen und hab Spaß dabei, sie auszusprechen. Lernen muss nicht langweilig sein, sondern kann eine unterhaltsame und bereichernde Erfahrung sein. So, das waren meine Tipps zum Sprachlernen für Leute mit wenig Zeit. Denk daran, dass du nicht Stunden am Tag investieren musst, um Fortschritte zu machen. Nutze deine kurzen Pausen, integriere Sprachen in deinen Alltag und hab Spaß dabei. Du wirst erstaunt sein, wie weit du kommen kannst, auch mit wenig Zeit. Diese 5 Tipps wären für mich mega nützlich, da ich mich ganz natürlich darauf eingelassen habe und sie an meine Zeitpläne und Bedürfnisse angepasst habe. Letztendlich ist jeder Mensch anders und hat seinen eigenen Weg, der am besten für ihn funktioniert. Du kannst dies also als Ausgangspunkt betrachten und ihn dann entsprechend deinen individuellen Bedürfnissen weiterentwickeln, damit es letztendlich für dich am besten funktioniert. Ich habe viele weitere Ideen, die du in deine Sprachlernstrategie integrieren kannst. Wenn du mehr hören möchtest, vergiss es nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen und dich zu meinem Kanal abonnieren. Also nicht wie ran an die Sprachen und viel Erfolg und bis zum nächsten Video.